Hey, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ich habe mir überlegt, ich könnte mal wieder eine Smartwatch hier auf dem Kanal vorstellen und habe da mal bei Amazon in diesem großen unendlichen Angebot von Smartwatches mir eine ausgesucht. Und zwar ist das jetzt die Amazfit GTS 4 Mini. Die wollen wir jetzt hier auspacken. Dann wollen wir sie einrichten und uns die ersten Eindrücke erhaschen. Also ich würde sagen, kommt mal mit rüber und auf geht's. So, also hier nochmal, ne? Amazfit oder Amazfit GTS 4 Mini. Verpackung sieht schon mal ganz schick aus und ganz groß sogar. Kann man auch mit Alexa verwenden. Ich würde sagen, wir öffnen jetzt erstmal die Verpackung und bin schon gespannt, wie die Uhr aussieht. Ich habe mich für die hier entschieden, weil laut Beschreibung die leicht sein soll, also nicht so schwer am Handgelenk und dass sie auch nicht so mega groß sein soll. Ich bin mal gespannt, wie das in echt wirklich ist. Also die Verpackung ist schon mal nice, ne? Und ja, haben wir hier noch was? Ach hier. Ultra Slim and Light Design. Ein 1,65 Zoll HD AMOLED Display. 120 Sportarten. Aber egal, wir öffnen jetzt mal. Okay. So. Oh. Also eins vorweg. Das hier ist die teuerste Uhr, die ich jetzt hier auf dem Kanal je vorgestellt habe. Und zwar ist der Preis hier, ich habe sie gekauft für 92,90. Normalerweise kostet sie 99,90. Im Gegensatz ja, zur GTS 4 eine abgespecktere Version. Also wer jetzt meint, der könnte mit dieser Uhr jetzt hier bargeldlos zahlen, schon mal definitiv nicht. Hat kein NFC mit an Bord. Aber wir schauen trotzdem mal. Können wir die jetzt hier so rausnehmen? Also definitiv nicht so ein Klopper wie die Uhren, die ich sonst hier so ja, unboxe. Wir gucken mal, was wir hier noch drin haben in der Verpackung. Ah ja. So. Dann haben wir hier natürlich den Quick Start Guide. Natürlich auch auf Deutsch. Bedienungsanleitung, sagen wir mal so. Ziemlich kleines Heft hier. Was haben wir noch? Ein Ladekabel, USB-A und dann hier so ein spezieller Adapter für die Uhr. Und noch was hier. Aber ich glaube, das war es gewesen. Ja, so schaut es aus. Schick, schick. Das ist ein Silikonarmband hier, in schwarz. Im Übrigen gibt es die Uhr in verschiedene Farben, wie zum Beispiel Flamingo Pink, Mint Blue, einfach nur Pink. Dann halt dies hier, das ist jetzt Midnight Black und Moonlight White. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt mal die Folie hier ab. Ich bin mal gespannt, wie groß das Display ist, beziehungsweise ja, wie groß, das habe ich ja schon erwähnt, 1,65 Zoll. Aber ob es hier jetzt einen großen Rand dann gibt, bei den anderen günstigeren Modellen war es dem so, dass dann ja ein großer Rahmen halt war, ne? So, hier hinten haben wir auch noch eine Folie. Also die, ich weiß nicht, wie ich euch das rüberbringen kann, aber die ist echt nicht schwer, also die ist wirklich schön leicht. Und laut Hersteller soll die im Idealfall 15 Tage ohne Laden auskommen. Naja, ich denke mal, das ist ein bisschen sehr gut gemeint. Aber gucken wir mal. Hier schön. Die Sensoren hier hinten. Also das sieht da echt toll aus. Also kann man echt nicht meckern. Hier haben wir einen Aluminiumrahmen. Und hier unten. Das könnte Plastik sein. Aber der Rahmen ist definitiv auch Aluminium. Und die fässt sich wirklich echt toll an. Ich würde sagen, wir aktivieren die mal
Und dann gucken wir mal, was wir auch für eine App brauchen für die Uhr. Versuchen wir die mal. Nee, Moment, wir brauchen erstmal eine App. Ich werde die Uhr jetzt mit einem iPhone verwenden. Ja, könnte jetzt natürlich die Frage kommen, warum nimmst du keine Apple Watch? Ehrlich gesagt, ist mir momentan viel zu teuer. Und da kostet diese Uhr nur einen Bruchteil davon. Und naja, wir werden schauen. Auf alle Fälle heißt die App, die wir benutzen wollen, Zepp App. Genau. Die werden wir jetzt auch mal runterladen. Jo, installieren. Wir müssen uns jetzt hier erstmal registrieren. Das werde ich mal ganz schnell machen. Okay, ich habe mich jetzt registriert und wir wollen jetzt eine Uhr hier einfügen. Okay, müssen wir zustimmen. Bluetooth einschalten. Ich glaube, wir müssen erstmal die Uhr jetzt aktivieren. Eventuell müssen wir die aktivieren, indem wir erstmal hier den Clip dran setzen. So. Wenn wir Pech haben, ist ja noch gar nicht mal Saft drauf. Oh, wir sind ja vorbereitet. So. Okay. Und jetzt geht's auch. Einmal ist fit. ZepOS. Okay. 64% voll ist der Akku. Wir wollen mal gucken, ob wir die jetzt verbinden können. Erstmal richten wir ein. Englisch wollen wir nicht. Gibt ja auch was auf Deutsch. Da haben wir auch Deutsch. Jo, haben wir. Also Bluetooth müsste ja auch aktiviert sein. Also nicht vergessen, Bluetooth auf euren Smartphone zu aktivieren. Wo bist du denn jetzt? Und nochmal zustimmen. Okay. Jetzt koppeln mit der Kamera. Jo, so wird das gemacht. Okay, wird verbunden. Jo, fertig. Akzeptieren Sie verbindlichen Anfrage. Ja, machen wir doch. Wird weiter verbunden. Möchten Sie Anweisungen durchlesen? Ich denke mal, das werden wir jetzt mal nicht machen. Hat er schon alles synchronisiert hier. Wunderbar, top. Konteninformationen als neues Gerät festlegen. Jo, bestätigen. Okay. Neues Update. Oh, dann machen wir das gleich mal. Das ist immer schön. Da weiß man, dass die Produkte gepflegt werden. So, ein neues Update verfügbar. Möchten Sie jetzt aktualisieren? Ja, aktualisieren. Während der das macht, noch ein paar kleine Daten hier zu der Uhr. Das Betriebssystem, was hier auf der Uhr drauf ist, schimpft sich ZepOS. Hält eine Wassertiefe von 50 Metern aus. Kommt mit Bluetooth 5.2. Wie schon erwähnt, wir haben hier ein AMOLED-Display verbaut. Und der Akku soll tatsächlich 15 Tage halten. Allerdings immer mit Vorsicht zu genießen. Die schreiben auch selbst, es kommt darauf an, wie man sie anwendet. Ne? Ich habe auch schon gelesen, dass wenn die in Dauer-GPS-Modus ist, also zum Tracken, dann hält er auch nur 21 Stunden. Also da muss man mal ganz vorsichtig sein. So, Uhr wird neu gestartet jetzt. Genau 16 Uhr, okay. Ich würde mal sagen, wir gehen hier mal ganz kurz durch. Okay, System wurde aktualisiert. Jo. So schaut das Ganze jetzt hier aus. Wir drücken jetzt einmal hier auf den Knopf. Und dann sehen wir schon, was es hier für Anwendungen gibt. Herzfrequenz, Blutsauerstoff, One-Tip-Messung, Training, Trainingsverlauf, Trainingszustand, Stressaktivitäten, Schlaf, Wetter, Musik, Alarm, Kalender, Einstellung und mehr. Gucken wir bei Einstellungen. Da können wir noch die Zifferblätter. Okay, das haben wir momentan. Also wenn ich so das richtig gesehen habe, kann man wirklich viel
hat man viel Auswahlmöglichkeiten und kann auch sein eigenes Foto hochladen. Wir lassen das jetzt mal hier. Wir gehen nochmal in die Einstellungen. Display dauert, wie lange also jetzt das Display anbleibt. Hier sind wir bei 10 Sekunden bis 30 Sekunden. Wir lassen den mal kurz bei 15 Sekunden. Jo, verringert natürlich die Akkulaufzeit, ist ja klar. Jetzt gehen wir zurück. Der lässt sich drehen, aber okay. Gehen wir nochmal in die Einstellung. Vibrieren können wir Trainingserkennung. Okay. Noch nichts ausgewählt. Ja gut, okay, damit muss ich mich erstmal befassen hier. System. Neustart, herunterfahren, zurück auf Werkseinstellung. Ach. Okay, mit dem Wischen nach links kommt er dann immer zurück. Ja. Okay. Wenn das jetzt hier also der Homescreen ist, ja, wir wischen also von links nach rechts, da kommen wir dann also Alexa, Wetter, was immer Paar EI ist, Zunahme, weiß ich jetzt nicht, Alarm, Schlaf, also hier kann man alle Daten, aktuellen Daten abrufen. Wir gehen wieder zurück, Homescreen, gehen mal nach links, da haben wir dann, ja, Schritte, stehen, wie lange man steht, okay. Geht man noch weiter, kann man eine Herzfrequenz, hier nochmal das Wetter, okay, hier kann man ein bisschen genauer gucken, was haben wir von oben nach unten, da haben wir da ein paar Einstellungen, Taschenlampe, okay, automatisch Helligkeit, schließen, was haben wir hier noch, was ist das, Theatermod, okay, da muss ich nochmal genauer ran, was ist das, okay, jetzt von unten nach oben, da werden die Benachrichtigungen angezeigt, die man sich noch einstellen kann. Ich nehme an, das muss man dann über die App machen. Ja, ansonsten sind wir soweit durch. Also das jetzt zu den ersten Eindrücken zu der Amazfit GTS 4 Mini. Ich werde die jetzt so 2 Wochen lang testen und dann werde ich noch ein Video zu dieser Uhr machen, wo ich meine Erfahrung mit euch teile. Bis jetzt gefällt mir die Uhr echt top. Sie ist wirklich schön leicht. Ich glaube, man wird die um den Armgelenk kaum spüren. Also im Gegensatz zu den Uhren, die ich sonst immer hatte, ist es definitiv ein Leichtgewicht hier. Und ja, wie gesagt, ich schleppe die jetzt mit mir 2 Wochen lang rum, teste die ausgiebig, sofern es geht, ne? Also wie lange hält der Akku? Kann man auch was ablesen, wenn draußen die Sonne scheint und sowas, alles halt, ne, was man so im Alltag benötigt. Gucken, wie das mit den Schritten hinhaut und so weiter und so fort. Wie dem auch sei, ich muss mich jetzt erstmal mit der Uhr weiter beschäftigen. Auch mit der App natürlich, wie das alles funktioniert. Und ja, ich habe jetzt hier ein iPhone. Ich denke mal, die App wird genauso auf einem Android-Gerät sein. Wird sich das bestimmt nicht viel nehmen. Ich freue mich, wie gesagt, schon und ja, 2 Wochen ist dann soweit, dann gibt es meinen Erfahrungsbericht. Wem die Uhr jetzt schon gefallen hat und sich überlegt, das könnte vielleicht auch was für mich sein, Videobeschreibung habe ich schon mal einen Link gesetzt, ne, da könnt ihr mal vorbeischauen, das ist ein Amazon-Link und ja, schaut vorbei, guckt es euch an. Ansonsten würde ich sagen, sind wir jetzt durch. Und wenn ihr das Video informativ fandet, Daumen nach oben wäre nicht schlecht. Abonniert mich, wenn ihr das nicht schon habt. Und ich sage, Leute, macht's gut und wir sehen uns im nächsten Video hier auf meinem Kanal. Also dann, ciao!